Anthony Davis wurde im Juni endlich zu den Lakers getradet, sein Wunsch ging in Erfüllung, LA bekam seinen zweiten Superstar und LeBron jemanden, mit dem er das beste Duo der Liga bilden konnte. Man braucht wenig Vorstellungsvermögen, um zu wissen, dass die beiden perfekt miteinander harmonieren würden und zusammen nicht zu stoppen wären. In diesem Breakdown werfe ich mal einen Blick auf das Pick and Roll der beiden und wie sie das unaufhaltsamste Play der Liga laufen. Starten wir einfach, wir haben hier womöglich den besten Lob-Passer und den Lobfänger der Welt zusammen, bedeutet viele Alley-Oops. Lobs fangen und verwerten gehört zu den größten Stärken von Davis, egal ob mit beiden Händen oder nur einer. Kein Ball ist zu hoch und selbst schwere Dunks sehen oft einfach aus. LeBron dagegen ist ein genialer Passer und Playmaker aus dem Pick and Roll raus. Hier bespielt er den freien Raum und spielt den Ball perfekt in den Lauf und hier manipuliert er die Defense. Er faked den Pass, Paul geht in die Luft, James macht den extra Schritt und spielt erst dann ab. Oder in diesem Play, wo er den Bounce Pass machen möchte, sieht, dass das Window noch nicht da ist, ein weiteres Dribbling macht, bis Jones Jr. rangeht und dann spielt. Diese Bounce Pässe sind so unglaublich gefährlich, weil sie präzise und meist perfekt getimed sind. Hier erwartet, bis AD Tempo aufgenommen hat und spielt den Ball wieder etwas in den Lauf, dass Davis ihn direkt aufnehmen kann, während er beschleunigt. Dazu kommt, dass AD einen tollen Job macht, anspielbar zu sein, quasi die Passing Lane nicht zu überlaufen. Immer wieder für Highlights sorgen diese Bounce-Pässe durch zwei Defender hindurch. So wie hier, DeRozan muss über den Screen gehen, Aldridge die Driving Lane von Braun zu stellen und dieses minimale Fenster durch beide hindurch wird gnadenlos genutzt. Davis stellt Screens, an denen LeBrons Defender hängen bleiben, also muss ADs Verteidiger oft vor LeBron bleiben, der dann abspielt. Achtet mal darauf, wie schnell AD abrollen kann und wie sauber seine Fußarbeit bei dieser Art Spin ist. Die Monobraue ist allerdings nicht nur als Abroller brandgefährlich, sondern auch als Pick-and-Pop-Spieler. Man killte zum Beispiel die Thunder in dieser Saison, dessen langsamere Bigs oft Probleme hatten, rechtzeitig wieder draußen zu sein. Wieder eine Pick-Your-Poison-Situation. Hilft der Big bei LeBrons Drive und lässt AD frei oder andersherum. Anthony Davis hat sich zu einem gefährlichen Spot-Up-Shooter entwickelt, rankt dort in der 70er Percentile. LeBron findet oft genau den richtigen Moment, spielt sofort, wenn er aggressiv verteidigt wird. Oder er lässt sich Zeit und zieht ADs Defender noch etwas von ihm weg. James hat allerdings nicht nur ein Auge für AD, sondern auch für andere Kollegen, welche sich immer wieder frei finden, da die beiden Superstars so viel Aufmerksamkeit generieren. Hier hilft Redick zur Mitte, LeBron kickt raus. Hier hat er die Möglichkeit für den Lob, sieht aber, dass Holiday zu Davis rotiert, spielt wieder raus. Oder in dieser Sequenz, wo die Nets das Pick and Roll mit 3 Spielern verteidigen und Howard komplett alleine gelassen wird. Und auch Davis hat sich zu einem guten Playmaker und Decision Maker entwickelt, wird nicht zwangsweise als Scorer tätig. Hier laufen sie das Pick and Roll gegen die Warriors, McKinney geht über den Screen, Green hedgt hoch und LeBron spielt genau durch diese minimale Lücke zwischen den beiden hindurch. Nun haben wir Anthony Davis, der mit Überzahl den Korb attackiert. McGeesman muss rotieren, Davis spielt den Lob. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum Defenses immer wieder James am Drive hindern wollen, auf Kosten von mehr Freiheiten für Anthony freaking Davis. Nun, die Antwort ist einfach. Macht man es nicht, zieht der King nach Belieben zum Korb und genau das ist seine größte Stärke. Wird er nur von einem Spieler verteidigt, lässt er sich überhaupt nicht daran hindern, den Korb zu attackieren. Hier bleibt Jaren Jackson Jr. weg, weil er den Pass zu AD fürchtet und das führt zu einem einfachen Korbleger. Und schaut mal hier, wo Drummond zu Davis geht und 2 Verteidiger nicht für James ausreichen. AD hat eine starke Roll Gravity und gegnerische Teams müssen oft einfach eine Pille schlucken, wenn die Lakers ihr gefürchtetes Two-Man-Game laufen. Im Endeffekt kannst du einfach nur hoffen, die beiden machen einen Fehler. Egal wie du verteidigst, du gibst irgendetwas ab. Geht der Verteidiger unter den Screen, wirft James.
Spielt man eine Drop Coverage zu tief, damit Davis nicht hinter einen gelangt, erlaubt man es James, Fahrt aufzunehmen. Zieht LeBron zum Korb, kann man entweder wegbleiben und erlaubt ein Layup, oder geht doch hin und James spielt den Dump-Off-Pass. Macht der Big den Shot raus, man hedgt und verteidigt aggressiv, legt er sofort auf seinen Partner ab. Lässt man AD als Rollman hinter sich, dankt er, und lässt man ihn rauspoppen, nimmt er den Jumper. Versucht man beide zu stoppen und lässt daraufhin Teamkollegen am Perimeter offen, kickt LeBron raus. Und switcht man, gibt es Mismatches, die man gnadenlos attackiert. Die Lakers produzierten in dieser Saison mit dem James Davis Pick and Roll Punkte am Fließband, liefen es aber etwas überraschend nicht wirklich oft. Meine Theorie ist, dass man nicht möchte, dass Defenses sich darauf einstellen können und sich darauf vorbereiten können und daher nur benutzt, wenn man wirklich Punkte braucht. Wie gegen Denver im Februar, wo man das Play am Ende des vierten Viertels melkte. In der ersten Possession laufen sie ein relativ tiefes Pick and Roll, Grant muss drüber gehen, Jokic bleibt weg und LeBron kommt zu einfachen 2 Punkten. Im nächsten Angriff etwas höher, der Unterschied wird bemerkbar, denn Grant kann drunter gehen. LeBron hat hier vielleicht ein kleines Fenster für den Lob, ist sich aber nicht wirklich sicher und nimmt den Wurf, bis dahin wirklich gut verteidigt von Denver. Ein paar Sekunden später, Drop Coverage, Grant kämpft sich über den Screen, bleibt am Ball dran und Jokic bleibt vor LeBron. Dessen erster Move wäre der Pass zu AD, der aber weggenommen wird. Caruso reagiert gedankenschnell, cuttet zum Korb und kann finishen. Nächster Angriff, Ballscreen über links und LeBron merkt, dass Jokic zu ihm geswitcht wird, riecht das Mismatch und baut geduldig neu auf, der Rest ist dann Formsache. LA versucht ein weiteres Mal wieder als Pick and Pop mit AD hinter der Dreierlinie. Ich glaube, James denkt hier wieder, er hätte einen Switch zu Jokic und geht deshalb raus. Als er bemerkt, dass dem nicht so ist, kickt er zu Davis raus. LA kam also in diesen 5 Angriffen auf 8 Punkte und konnte 4-mal punkten. Und zum Abschluss noch ein paar Statistiken. LeBron rankt in der starken 86er Percentile als Ballhändler im Pick and Roll, AD in der 79er Percentile als Man. Leider gibt es keine Werte für das Pick and Roll mit nur den beiden, das wäre wirklich mal interessant zu sehen. Wenn sie es auspacken, sind sie damit quasi unaufhaltsam, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und je nachdem wie sie verteidigt werden, wird entsprechend reagiert. Ich hoffe, ich konnte euch das in diesem Video etwas darstellen. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.